Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute schauen wir uns die ersten Weihnachtssets aus den Jahren 1996 bis 2001 an. Danach zeige ich noch einige Reste aus meiner Sammlung, den Zirkus von 2007, zwei Fahrgeschäfte vom Vergnügungspark 2014 und eine kleine Übersicht über US-amerikanische Sets. Wir beginnen mit der Weihnachtswelt. Der September ist dafür genau passend. Es werden nämlich die neuen Adventskalender ausgeliefert. Heuer gibt es 4 neue, insgesamt 8 im Standardkatalog plus noch 4 im Direktservice. Adventskalender sind heute bei jeder Spielzeugmarke sehr beliebt. Playmobil war 1996 der erste Hersteller, der einen Spielzeug-Adventskalender herausgebracht hat. Alle anderen Spielzeugmarken haben nach und nach das Beispiel von Playmobil nachgemacht. Wir sehen hier die erste Packung aus dem Jahr 1996. Ganz genauso wie heute ist eine Kartonkulisse enthalten, die man zusammenstecken und aufstellen kann. Jeden Tag findet man am Kalender eine neue Überraschung, mit der das Weihnachtsdiorama Tag für Tag anwächst. Heute kauft sich oft ein Sammler einen Adventskalender und muss mühsam die Kleinteile aus den Fächern herausfummeln. Bei den ersten Adventskalendern war das Gegenteil der Fall. Die Eltern mussten bis zum 1. Dezember 24 Geschenkkartons falten und mit den Kleinteilen befüllen, wie es auf der Bauanleitung angegeben war. Die Geschenkkartons wurden am Kalender aufgesteckt und den Adventskalender konnte man an der Wand aufhängen. Der erste Kalender hatte die Form eines Weihnachtsbaumes, voll bepackt mit vielen Geschenken. Jeden Tag eine neue Überraschung. Ich habe den Inhalt von 1996 hier aufgebaut, die Kulisse stammt aber aus dem dritten Adventskalender von 1999. Wir haben hier den Weihnachtsmann mit seinem Ponyschlitten. Es ist der erste Weihnachtsmann mit einer Dickbauchfigur mit den alten Beinen von 1986 mit den Plattfüßen. Darauf sind Winterstiefel aufgesteckt. Der Bauch ist schön bedruckt mit Gürtel, Knopfleiste. Der Weihnachtsmann trägt eine Weste, die einen weißen Saum hat. Er hat weiße Drehhände und Fellmanschetten. Einen Backenbart mit Schnurrbart, es hat damals eben keinen anderen längeren Bart gegeben. Er trägt eine sehr einfache Zipfelmütze in einer einfachen roten Farbe. Beim Adventskalender hat der Weihnachtsmann eine Petroleumlampe und eine Peitsche für die Ponykutsche. Der Ponyschlitten ist der Kinderschlitten von 1984 mit goldenen Kufen mit einem alten Pony vorgespannt. Der Schlitten ist voll beladen mit Spielzeug. Puppe, Teddybär, Tennisschläger, Steckenpferd, 2 Bücher, Luftballon und ein ganzer Zug aus dem Spielzimmer. Im Hintergrund sehen wir Dekoration vom Weihnachtswald. Einen Schneemann, einen kahlen Winterbaum mit 2 Raben und einer Schneeeule und einen Tannenbaum mit 2 Eichhörnchen, 2 Rehe und 3 Hasen. Den alten Weihnachtsmann von 1996 gab es auch in einer Einzelfigurenpackung. Wir sehen hier die schön verzierte Packung mit Weihnachtsgirlande, Sternen, im Hintergrund den Kometen. Es ist interessant, dass der Weihnachtsmann neben seinem Geschenksack noch eine Rute mitbringt. 2001 gab es diesen wunderschönen Rentierschlitten. Es sind 4 Rentiere vorgespannt. Es ist das die einzige Ausgabe mit 4 Rentieren. Alle weiteren Ausgaben hatten dann weniger Rentiere, entweder 2
oder gar eines. Aber 4 sind nicht genug. Wenn man will, kann man vorn nochmal weitere Rentiere mit einer weiteren Deichsel anhängen. Wir sehen, dass die Rentiere nicht bedruckt sind. Die Anspannung kann man auf beiden Seiten verwenden. Der Schlitten ist sehr lang gebaut mit großen goldenen Kufen. Er hat auf der Seite und hinten Aufkleber. Bei diesem Set von 2001 war noch der alte Weihnachtsmann mit seinen alten Füßen enthalten. Als zweite Figur haben wir ein Mädchen mit einem Rock und mit aufgesteckten goldenen Flügel als kleiner Engel, der den Weihnachtsmann auf seiner Fahrt begleitet. Der Schlitten ist vollgepackt mit Geschenken aus Karton, die man eventuell selbst mit Playmobil-Kleinteilen befüllen kann. Im Jahr 2001 wurde der Weihnachtsmann auch schon erneuert. Er bekam neue schwarze Stiefel mit einem Fellsaum und neue Manschetten, ebenso einen neuen, längeren Rauschebart. Die Mütze ist aus 2 Kunststoffkomponenten gegossen und hat die heutige Form bekommen. Ich habe hier noch eine weitere Weihnachtsmannfigur gefunden mit den alten kleinen Ritterschuhen auf den Dickbauchbeinen von 1993. Ich kann aber wirklich nicht sagen, zu welchem Set dieser Weihnachtsmann dazugehört. Neben dem Weihnachtsmann gab es 2010 und 2014 auch den heiligen Nikolaus. Der heilige Nikolaus mit dem Weihnachtsengel wurde in einer Blisterverpackung angeboten. Der alte Nikolaus hatte einen Bart vom Weihnachtsmann, er hat einen Rock an und einen angezogenen Mantel. Auf dem Körper hat er eine Stola gedruckt. Neben dem Rauschebart hat er ein strähniges, langes Haar und eine sehr schöne Bischofsmütze mit Goldbedruckung. Er hat Manschetten, in der Hand hält er den Bischofsstab, den Krummstab und ein Buch, wo über die Kinder alles aufgeschrieben ist. Im Zweierset war auch ein Weihnachtsengel enthalten, eine neue Frauenfigur mit dem neuen Reifrock, schön bedruckt. Auf dem Kragen sind hinten 2 goldene Flügel aufgesteckt, goldene Manschetten und ein goldenes Diadem mit einem Stern, ebenso ein Stern auf der Spitze des Stabes. 2014 wurde der heilige Nikolaus erneuert. Er bekam goldene Schuhe, einen kleineren Bart und ein gelockteres Haar. Die Bedruckung hat sich auch geändert. In diesem Set wurde auch die Farbe des Engels geändert. Er bekam eine goldene Kleidung und weiße Flügel und auch neue Ärmel, die Ägypterärmel. Die Figur bekam eine Frisur und die Haarklammer ist ein Stern. Der Stab ist noch der alte wie von 2010. Hier habe ich noch ein Beispiel für eine neue Engelfigur mit aufgesteckten Flügeln, die man getrennt verwenden kann. Jetzt kommen wir zur Weihnachtskrippe. Die Weihnachtskrippe ist 1999 herausgekommen, so steht es jedenfalls auf den Verpackungen und auf der Bauanleitung. Die Krippe besteht aus 2 Sets, den Stall von Bethlehem und den Heiligen 3 Königen. Die Heiligen 3 Könige haben hier die alte Colorpackung von 1999. Die Krippe ist hier in einer neueren Packung von 2001. Der Inhalt ist aber dasselbe wie von 1999. In der Verpackung ist ein Kartonhintergrund enthalten.
mit einem sehr schönen Stall, der weit in die Tiefe geht. Er schaut an der Rückseite der Kulisse heraus. Wir haben 5 Figuren enthalten. Ganz wichtig, zentral das Jesukind, ein neues kleines Baby. Die Erwachsenenfiguren sind alle barfuß, die Heilige Maria sehr schön bedruckt, mit einem Schleier ähnlich wie bei den Beduinen 1980, nur mit einem flexibleren Kunststoff. Auch die Kleidung vom heiligen Josef ist flexibel, der Umhang und das Stirnband. Er trägt eine Laterne in der Hand. Die zweite Erwachsenenfigur ist der Hirte, ebenfalls barfuß, schön bedruckt, mit einem Stab und einem Bündel in der Hand. Die 5. Figur ist ein kleines Kind, ein kleines Mädchen, als Engel schön golden bedruckt, mit Flügeln auf den Schultern und einen Zauberstab mit einem Stern in der Hand. Die Tiere sind der Ochs und der Esel, die in keiner Krippe fehlen dürfen. Noch die alten Ausgaben, der Stier von 76 und der Esel, glaube ich, von 79. Der Hirte kommt mit einer Ziege und 3 Schafen. Von den Tieren sind da noch 2 kleine Kätzchen enthalten. Als Dekoration gibt es die schöne, originale Kochstelle von den Goldgräbern 1987 mit der Metallkette und mit dem Feuer. Im Hintergrund eine Bank, ein Hocker und ein Korb mit Holz. Das zweite Krippenset waren die 3 Weißen aus dem Morgenland, die heiligen 3 Könige Kaspar, Melchior und Balthasar. Gestaltet mit verschiedenen Elementen aus der Magierwelt, mit den Zaubererumhängen, den langen Bärten, mit Königskronen, so wie es sich gehört, mit einer orientalischen Figur, mit einem Turban, mit einem europäischen König. Ein König hat hier die Sichel vom Druiden als Stab. Die Könige bringen ihre Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold gibt es hier in ganzen Bergen. Hier haben wir einen Kristall in Goldfarbe. Die heiligen 3 Könige bringen ihre Geschenke mit einem Lastenkamel. Das Lastenkamel trägt die 2 Schatullen und die große Kiste. Es ist mit einer Satteldecke und mit einem Sattel ausgestattet, genau wie das Beduinenkamel von 1980. Allerdings ist es anders aufgezäumt. Der Sattel ist nicht mit Quasten festgebunden, wie beim ursprünglichen Kamel, sondern die Quasten werden am Zaumzeug festgemacht als Führstricke. Neben dem Sattel war auf dem Gussrahmen noch die Halter für Amphoren und der Strickhalter ist hier noch am Gussrahmen vorhanden. Er wurde nicht zur Führung am Zaumzeug verwendet wie beim alten Kamel, sondern er bekam die Quasten. Jetzt haben wir uns die Weihnachtssets angeschaut. Das nächste Thema, das ich euch zeigen möchte, ist ein kleiner Überblick über den Zirkus von 2007. Diese Zirkuswelt hat mir sehr gut gefallen. Es war nämlich der erste Zirkus, der mit einem richtigen Zelt herausgekommen ist und nicht mehr mit den alten, neu aufgelegten Käfigwagen von 78, sondern alles neu gemacht. Diese Serie ist Ende August 2007 herausgekommen. Als sie dann ausgelaufen ist, habe ich sie für meine Tochter gesichert, aber sie hatte dann kein Interesse für dieses Spielthema und so ist alles eingepackt geblieben.
Wir sehen hier das Zirkuszelt mit der Manege, mit den Sitzreihen, hinten die Tribüne mit dem Vorhang und die Neuigkeit, das große Zirkuszelt mit der Zeltplane. Durch den Eingang kann man hereingehen und von einer Seite ist das Zelt offen und bespielbar. Rundherum gibt es einen Zaun, vorn den schönen Kasseneingang mit den springenden Tigern, den Popcornverkäufer, den Zirkusdirektor und an der Decke des Zeltes hängt ein Trapez mit 2 Artisten. Von den Attraktionen konnte man in der Manege die Pferdedressur aufstellen. Mit einer Kurbel wurde die Manege gedreht und die 4 Pferde galoppierten im Kreis. Die Pferde haben einen Akrobatensattel, wo sich die Artisten festhalten können. 2 Akrobaten und ein Clown war dabei. Bei den Raubtieren haben wir einen neuen Käfigwagen mit ausziehbaren Käfigen. Der schaut wirklich aus wie in echt. Zum Käfigwagen gab es dann im Direktservice auch noch einen weißen LKW als Zugmaschine. Zu den Raubtieren braucht man natürlich auch den Raubtierkäfig. Das ist noch der alte Raubtierkäfig von 1979, allerdings neu gestaltet und dekoriert. Ein Löwe, ein Gepard und ein weißer Tiger sind dabei. Das letzte von den größeren Zirkussets, das ich mir gesichert habe, sind die Musikclowns. Die Musikclowns stehen auf einer Bühne mit 4 Schaltern, wo man 4 unterschiedliche Soundeffekte spielen kann. Die 2 Clowns und der Affe haben verschiedene Instrumente aus der Zirkusband vom alten Circus Romani. Das ist eine kleine Übersicht über die Zirkuswelt, die noch eingepackt geblieben ist. Eine vollkommen neue Spielwelt von Playmobil war 2014 der große Vergnügungspark mit seinen vielen Fahrgeschäften. Er wäre wirklich eine Augenweide für jede Playmobil-Stadt oder auch für jede Playmobil-Eisenbahnanlage. Ich habe mir hier 2 Fahrgeschäfte gesichert, das Riesenrad und das Karussell. Es sind aber sehr große Sets und ich hatte noch nirgends Platz, sie dazuzustellen. Sehr schön ist erstens die Beleuchtung. Die Sets sind mit LEDs bunt beleuchtet und zweitens haben sie einen Motorantrieb. Im Hintergrund sieht man die angebaute Kurbel, mit der man das Riesenrad mit der Hand betreiben kann. Man kann aber auch einen System X-Motor kaufen und anstecken und die Geschwindigkeit des Riesenrades beliebig einstellen. Neben den verschiedenen Gondeln gibt es den Einstieg und ein Kassenhäuschen und Flaggen. Das zweite bewegliche Set ist das Karussell. Das ist eine Art Kettenkarussell, aber nicht mit Ketten, sondern mit fixen Haltern. Wir sehen hier hinten rechts die Kurbel für den Handbetrieb. Auch das Kettenkarussell ist mit Motor ausrüstbar und hat eine schöne Beleuchtung. Das dritte Vergnügungspark-Set ist der Bummelzug. Der kleine Vergnügungsparkzug, der in jeden Freizeitpark hineingehört. Das sind auch Sets, wo ich noch keinen Platz hatte aufzubauen. Zum Schluss, als letztes Thema, schauen wir uns die US-amerikanischen Sets an. Die USA waren für Playmobil ein sehr wichtiger Markt, der in den 70er und Anfang der 80er Jahre von der Firma Shaper betreut wurde. Es wurden eigene angepasste Sets herausgegeben mit
eigenen Zusammenstellungen. Einige Sets waren haargenau gleich wie bei uns, andere Sets hatten eine besondere Zusammenstellung. Ich habe hier eine Aktionspackung aus dem Jahr 1980, die um 2,99 $ verkauft wurde, und es war ein Couponheft mit Coupons drinnen, mit denen man viele Rabatte bei weiteren Playmobil-Käufen bekam. Der Inhalt: Die Figuren sind in Malta hergestellt. Es handelt sich also um originale Playmobil-Figuren. Mich wundert aber, dass 1980 die Figur noch ein bedrucktes Gesicht hat, das bei uns 1976 schon mit einem gegossenen Gesicht ersetzt wurde. Besonders typisch für Shaper waren auch die sogenannten Shaper-Pferde. Es sind eben Pferde, die den Sattel nicht aufgesteckt haben in schwarzer Farbe, wie bei uns von Anfang an, sondern der Sattel wurde mit dem Pferd mitgegossen und kann nicht mehr abgenommen werden. Diese Pferde muss es aber auch vereinzelt bei uns gegeben haben, denn dieses Pferd stammt aus meiner Kindheit. Wir haben das Anfang der 80er gebraucht mit einem Indianerset bekommen, und ich würde mich wundern, wenn dieses Pferd wirklich aus den USA stammt. 1985 wurde für ein Jahr der Vertrieb von der Firma Mattel übernommen. Der bekannte Barbie-Puppenhersteller, damals die größte Spielzeugfirma der Welt, hat für kurze Zeit Playmobil verkauft für ein Jahr, und auf den Verpackungen war überall die Mattel-Marke zu sehen. Es sind auch Sets, die es bei uns gab, aber mit eigenen Verpackungen. 1986 schließlich hat Playmobil selbst den Vertrieb in den USA übernommen. Dazu bekamen wir eine internationale Polizei. Das ist kein spezielles US-Set, sondern es ist einfach, das grüne Polizeiauto wurde in Deutschland verkauft und das internationale Polizeiauto in schwarz-weißer Farbe im Ausland. Den Polizeihubschrauber gab es auch in Deutschland. Das Polizeiauto hatte das typische schwarze Dach mit einer glatten Oberfläche statt der sonstigen normalen rauen Oberfläche. Die Polizisten bekamen die amerikanische Form mit Krawatte, mit einem Werkzeuggürtel und mit einer achteckigen Mütze. Die Feuerwehr wurde aber erst 2001 auf den amerikanischen Stil mit amerikanischen Lederhelmen umgestellt. Ein richtiges amerikanisches Set von 1986 war der Schulbus. Er schaut aus wie unser alter Schulbus von 1982, er hat aber eine ganz andere Innenausstattung mit vorn mit Nackenstützen bei den Fahrersitzen und hinten die Mitfahrersitze in einer Reihe. Das ist anders als bei unserem Schulbus von 1982. Es war ein Schülerlotse dabei, der gleichzeitig der Fahrer war, und 4 Schüler. Eine gelbe Ampel und amerikanische Verkehrszeichen. Besonders interessant in Amerika wurden die eigenartigen Fahrzeuge, die seit 2008 herausgebracht wurden. Es handelt sich um Fahrzeuge, die einerseits den amerikanischen Stil hatten, die Langhauber bei den LKWs, andererseits waren die Fahrzeuge viel einfacher gebaut als bei uns und wurden zu einem viel niedrigeren Preis verkauft. Ich habe hier die Drehleiter von 2012 als Beispiel für einen solchen amerikanischen Langhauber LKW. Wir sehen hier als Funktion
die Blinklichter in roter Farbe. Es ist eine schöne Drehleiter, die eigentlich gleich ist wie bei unseren LKWs, aber sonst gibt es eigentlich wenige Funktionen, keine Werkzeugladen und nicht die Detaillierung, die man bei unseren Playmobil-Sets gewohnt ist. Es ist natürlich sehr schwierig und aufwendig, die amerikanischen Sets aus Amerika zu bestellen. Versand und Zoll kosten mehr als das Produkt selbst. Deshalb habe ich hier noch einige Sets, die auch in unseren Geschäften im Verkauf waren. Der Streifenwagen von 2014, ein sehr schöner amerikanischer Streifenwagen, der war auch in verschiedenen Jahren in verschiedenen Spielzeughandlungen bei uns im Angebot. Ich denke um 19 €, so viel hat er gekostet. Ebenso den Schulbus gab es bei uns. 2016 gab es ja eine Welle mit sehr vielen US-Sets. Dieser Schulbus hat die Form vom alten Krankenwagen. Er wurde auch bei uns, ich habe den bei Eurospar gekauft. Wir sehen hier die Blinklichter. Man kann die Blinklichter testen. Sie haben eine sehr schöne Blinkfunktion und der Schulbus in der alten Form. Ein wunderschöner amerikanischer LKW, den ich mir unbedingt aus Amerika bestellen musste, ist der Sattelschlepper von 2018. Ein legendärer amerikanischer Truck mit der schönen langen Schnauze, mit hinten dem großen Fahrerhaus, wo der Fahrer wohnen konnte, und mit dem Containerauflieger. Wir können uns hinten den Inhalt anschauen. Wir sehen hier die Zugmaschine, das Werkzeug, den Auflieger. Er ist angelehnt an unserem Sattelschlepper von 1995, aber nicht gleich. Auch der Container ist ähnlich, aber anders. Das Führerhaus kann man öffnen. In der Kabine gibt es Platz für 2 Figuren. Hier sehen wir noch ein kleines Bild mit dem Fahrer. Sets, die bei uns erhältlich waren. Es gab 2022 eine Welle mit 3 sehr schön gestalteten und wunderbar ausgeführten amerikanischen Sets, allerdings nicht mehr in der alten billigen Form wie noch dieser Sattelschlepper, sondern in einer neuen, sehr aufwendigen Form, die auch zu einem sehr hohen Preis verkauft wurde. Dieser Schulbus, ein wunderbares Modell mit Blinkfunktion. Man beachte die Motorhaube, wie schön gestaltet, die vielen Nieten, die Türen zum Öffnen. Ein wunderbares Set, ich musste mir das unbedingt kaufen. Ein zweites tolles Set, das letzte, das ich euch heute zeige, ist der Krankenwagen. Ein wunderschöner amerikanischer Krankenwagen, auch bei uns im Standardkatalog. Es gab dann noch das Feuerwehrauto, aber das habe ich mir nicht gekauft. Wir sehen hier die wunderschönen Blinklichter in Rot und Blau, die vor allem bei Nacht sehr gut leuchten, und nicht nur die Blinklichter, sondern auch die Geräte im Inneren des Krankenwagens leuchten. Hier sehen wir das Feuerwehrauto, das inzwischen auch wieder aus dem Sortiment herausgekommen ist. Mit diesem Set bin ich am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In meinen letzten Videos erfülle ich einige Wünsche aus euren Kommentaren, soweit es mir möglich ist. Zum Beispiel die Weihnachtswelt war ja auch ein Wunsch aus den Kommentaren. Schreibt einfach, was euch interessiert, und ich schaue, ob ich euch darüber noch etwas zeigen kann in meinen letzten Videos vor dem großen Finale. Fix auf dem Programm sind noch ein kleiner Überblick über einige Sondersets und Lizenzthemen. Für die nächste Woche habe ich hier schon eine Kleinigkeit aufgebaut. Ich möchte auch euch nächsten Freitag die Entwicklung der Figuren zeigen. Auf Wiedersehen,
bis nächsten Freitag.